Wie du den Akku an deinem iPhone 5S ganz einfach selbst austauschen kannst, das zeigt dir Chip in Kooperation mit den Reparaturexperten von iDock. Diese Reparatur kannst du ganz einfach selbst durchführen, auch wenn du sowas noch nie gemacht hast. Alles, was du dafür brauchst, sind 30 Minuten Zeit und ein paar Werkzeuge. An Werkzeugen benötigst du einen Philips-Schraubendreher, einen Pentalobe-Schraubendreher, einen ESD-Spudger, eine ESD-Pinzette, einen Stahlspatel, einen Saugnapf und ein Plektrum. Um dein iPhone zu öffnen, musst du erst die beiden Schrauben links und rechts neben dem Lightning-Anschluss mit dem Pentalobe-Schraubendreher entfernen. Kratzer auf der Rückseite kannst du vermeiden, indem du dein iPhone auf eine weiche Unterlage legst. Für den nächsten Schritt benötigst du einen Saugnapf und das Plektrum. Hebe die Scheibe mit dem Saugnapf an. Füge währenddessen das Plektrum zwischen Aluminium- und Displayrahmen ein und presse den Aluminiumrahmen nach unten. Über dem Home-Button-Stecker befindet sich eine silberne Abdeckung. Fahre vorsichtig mit der Spitzenseite des Spudgers darunter und hebe die Abdeckung ab. Nutze den Spatel vom Spudger, um den Kontakt vom Stecker zu trennen. Nun kannst du das Display am Home-Button abheben. Aber Vorsicht, noch sind die LCD- und Touchscreen-Kabel am Logic-Board angeschlossen. Um die Abdeckung abheben zu können, entferne zunächst die silbernen Philips-Schrauben. Merke dir dabei genau, welche Schraube an welcher Stelle saß. Löse nun ganz vorsichtig die 3 Stecker für Touchscreen, LCD und Frontkamera, indem du mit der Spitzenseite des Spudgers ganz leicht unter den Kontakt fährst und diesen anhebst. Benutze den Philips-Schraubendreher, um die Schrauben am Akkustecker zu entfernen und nimm die Abdeckung mit Hilfe des Spudgers ab. Nun kannst du den Akkustecker vorsichtig abheben. Nimm hierfür die spitze Seite des Spudgers und fahre damit ganz leicht unter den Stecker. Entferne nun die folgenden 7 Schrauben. Merke dir aber, welche Schraube an welcher Stelle saß. Den Antennenstecker kannst du vorsichtig mit dem Spatel oder Spudger abheben. Trenne nun den Stecker des Flachbandkabels, das zum Lightning-Konnektor gehört. Fahre hierzu mit der flachen Seite des Spudgers ganz leicht unter den Kontakt und hebe diesen an. Der Lautsprecher liegt ein wenig unter dem Logic Board. Hebe ihn an und dreh ihn, sodass du ihn mit der Hand herausnehmen kannst. Lockere die Kopfhörerbuchse, das Mikrofon und den Lightning-Konnektor mit dem Spatel oder Spudger. Fahre mit dem Spatel unter das Flachbandkabel und trenne es vorsichtig vom Boden. Es ist nur an der Stelle verklebt, an der sich der Lautsprecher befunden hat. Zieh das Flachbandkabel nun vorsichtig mit den Fingern ab. Ziehe das schwarze Ende des Aufklebers vorsichtig an und trenne es anschließend mit einer Schere in der Mitte durch. Nun musst du die Hälfte des Klebestreifens langsam zur Seite abziehen. Halte die Powerstrip so flach wie möglich auf Höhe des iPhones. Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite. Nun kannst du den Akku herausnehmen. Bringe die neuen Klebestreifen an, indem du sie fest an die Rückschale andrückst. Ziehe nun die Folie ab und lege den neuen Akku in das iPhone. Falte das schwarze Abziehband mittig um. Positioniere nun den Lightning-Konnektor wieder an seinem ursprünglichen Platz. Schiebe den Nippel der Mikrofongummidichtung in den kleinen schwarzen Kanal und stelle sicher, dass der Lightning-Konnektor und der Audio-Jack korrekt am Rahmen anliegen. Lege jetzt den Lautsprecher ein. Wenn du sicher bist, dass er korrekt positioniert ist, kannst du die Philips-Schrauben wieder anbringen. Schließe das Antennenkabel und das Flachbandkabel wieder an. Nun kannst du den Akkustecker wieder anbringen. Lege anschließend die Abdeckung auf und verschraube sie. Hier wird es nochmal etwas knifflig.
Benutze die Pinzette oder den Spudger, um den Stecker des Kabelsatzes in Position zu bringen und presse den Stecker mit dem Spudger vorsichtig auf den Anschluss. Lege danach die silberne Abdeckung über den Stecker. Beim Positionieren der Abdeckung nimm eventuell die Pinzette zur Hilfe. Drücke nun die Abdeckung mit dem Spudger vorsichtig an, bis sie einrastet. Es geht in den Endspurt. Klapp nun die Scheibe vorsichtig herunter. Wichtig ist, dass der obere Rand der Scheibe, an dem sich die Kabel befinden, richtig einhakt. Jetzt kannst du die Scheibe vorsichtig in Richtung Home-Button andrücken, bis sie richtig im Rahmen liegt. Schritt 17. Befestigen der Gehäuseschrauben. Nun musst du nur noch die beiden restlichen Pentalobe-Schrauben an der unteren Gehäuseseite anbringen. Das war's auch schon. Wir hoffen, unser Workshop hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal.